Hi Leute! Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Sehr schön, dass ihr da seid. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Das ist richtig besonders. Und zwar sind wir mit 8 Zwei Teile in einem. Danke, dass du mich einfach unterbrochen hast. Geht nicht weiter. Nein, aber for real. Heute haben wir 8 Talents dabei. Alle von WeCreate, die waren ja schon einmal da. Und noch ganz viele mehr von derselben Agentur. Und wir waren in Berlin unterwegs. Models. Wir haben 10 Rollen Kleinbild geshootet, 5 Rollen Medium-Format, also ganz viele Bilder und wir hatten tatsächlich so viel zu tun, also die waren ja extra für die Fashion Week in Berlin, hatten so viel zu tun, dass wir leider vergessen haben, zwischendurch die Moderation aufzunehmen. Also so busy war. Machen wir das jetzt einfach hier im Studio und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und wir sehen uns gleich. Mega viel Spaß. Bis gleich, ihr Lieben. Ciao. It's sunny at most days. You'll never see the sky if you keep looking down. And if you take the wrong way, then maybe you should stay instead of turning around. So, but you keep on going. I know that you're in the open, hoping that you'll be okay. Don't stay looking out the window. And how late do you plan on going? Nowhere, afraid of all the things you don't know. There's so many reasons you should care. Don't stay looking out the window. And how late do you plan on going? Nowhere, afraid of all the things you don't know. There's so many reasons you should care. Wir sind jetzt an der zweiten Location. Felix hat hier was ganz Schönes gefunden. Hier gibt es so eine Art Mini-Labyrinth. Ich werde gleich die Medienformat auf die Hand nehmen. Das wird ein Abenteuer, weil die ist wirklich schwer. Also es sind bestimmt ein paar Kilo auf jeden Fall. Ja. Und viel Spaß. But it's harder to see when you're stuck in a dream. So, but you keep on going. I know that you're in the open, hoping that you'll be okay. Don't stay looking out the window. And how late do you plan on going? Nowhere, afraid of all the things you don't know. There's so many reasons you should care. Don't stay looking out the window. And how late do you plan on going? Nowhere, afraid of all the things you don't know. There's so many reasons you should care. Will ich am Anfang so aussehen? Du soll ich Das ist sehr lustig, weil das bedeutet auch, dass ich einfach klein bin. Ich bin einfach sehr groß. Ich bin aber sehr klein. Ich bin wirklich einfach. Das stimmt übrigens nicht, auch für die Leute, die sich wundern. Felix ist wirklich 2 Meter groß und ich halt 1,81. Aber guck mal, ich bück mich für dich. Nee, das ist einfach nur auch sehr gemeint. Du nimmst auch sehr viel Platz ein, also so im Leben. Tag 1. Am ersten Tag haben wir uns getroffen im Studio zu einer sehr frühen Zeit, wie immer, leider gottlos früh. Wir haben im Studio angekommen, sehr schnell gemerkt, Studio ist nicht, performt sowieso nicht gut. Manche wollten TikToks drehen, manche wollten rausgehen. Kollektive Entscheidung war, wir gehen raus, haben uns ein paar Ubers bestellt, sind nach Mitte gefahren, Museumsinsel. Und jetzt schauen wir uns den zweiten Tag an. Viel Spaß. Yeah, I'm living this life with a different attitude. Don't flip, don't trip, keeping up the good mood. Cooking up some good food with my friends in the street. Yeah, people wanna chill, they can come and speak to me. Cause all you gotta do is just ask. Cause we can always get another glass. Got drip, got swag, got class. Just roll another one, then puff, pass. Pop the trunk, hit the brakes, stop the gas. When I'm sitting with my friends, I see all smiles and laughs. And I'm thinking that I'm drunk, hit the bathroom mirror just to get a clearer vision. I'm a man on a mission. There's a girl outside with a name like the sea. It's just how she is, yeah, it's just how she be. Got a bowl full of drinks and a bowl full of weed. Topped up on vibes, yeah, it's lovely to see, yeah. She's the best dancer at the party, looking for an after party. Even though we just started trying to shoot like James Harden. Everybody dancing in the gotta make it feel like time style. Got the perfect backdrop, yeah. She's the best dancer at the party, looking for an after party. Even though we just started trying to shoot like James Harden. Everybody dancing in the gotta make it
living this life with a different attitude. Don't flip, don't trip, keeping up the good mood. Cooking up some good food with my friends in the street. Yeah, people wanna chill, they can come and speak to me. Cause all you gotta do is just ask. Cause we can always get another glass. Got drip, got swag, got class. Just roll another one, then puff, puff, pass. Cause these times won't last, so don't let them pass. Don't let them run away, they're as fast as the day come. Yeah, they're as fast as vacation. Yeah, yeah. Cause these times won't last, so don't let them pass. Don't let them run away, they're as fast as the day come. Yeah, they're as fast as vacation. Yeah, cause all of these days is so complicated. It seems we ain't got enough conversation. Please, when you come around, stop your face shit. It's all the same shit. So complicated. Yeah. So complicated. It's all the same shit. So complicated. So Leute, ich wollte mal die Transition in die Hand nehmen. Wir sind jetzt im Studio Gut und gemacht. reden über Tag 2 und über das gesamte Projekt. Tag Felix. 2, das ganze Projekt, das war unglaublich toll. Wirklich krass. Es war sehr schön, wir hatten nämlich den ganzen Kopf nur voller Fotos. Wir haben so viel geschossen, dass wir im Nachhinein sogar Film nachkaufen mussten. Wir haben Tag 1, glaube ich, 6 Rollen voll geschossen. Geplant waren 8 Rollen für 2 Tage. Diesmal sogar teilweise selber gescannt, beziehungsweise Samy hat sehr viel selber gescannt. Denn diesmal waren die Scans von der Scan-Qualität nicht so, wie wir es haben wollten, wie wir es normalerweise gewohnt sind. Wir wollten unseren Kunden, Influencern, das bestmögliche Produkt anbieten. Deswegen waren wir so, scheißegal, wir scannen es jetzt mal selber. Sam hat sich hingesetzt, Nachtschichten gemacht. Im Endeffekt hat es gelohnt. Es hat sich sehr gelohnt. Waren Und besser als übrigens, zuvor. falls ihr das mal sehen wollt, wie man Film scannt, sei es Medium-Format oder 35 mm, können wir gerne mal dazu ein Video machen. Weil es ist tatsächlich gar nicht so schwer, wie man denkt. Guck mal hier, die sind doch super. Das ist Medium-Format. Das ist auch krass, wie groß das ist. Ne? So ein Medium-Format, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ne? So ein Viereck gegen so eins. Das ist einfach der Unterschied vom Negativ. Das ist schon echt beeindruckend. Spannend fand ich, dass wir das erste Mal, glaube ich, einen kompletten Shoot mit so vielen Talents analog gemacht haben. Und dafür, dass wir das gemacht haben, es ist krass gut gelaufen. Und wie war es bei dir? Ich habe geschossen 35 mm. Das war sehr geil. Diesmal haben wir sehr viele verschiedene Looks, obwohl es der gleiche Film war. Da war ich sehr erstaunt. Ja, ne? Gerade, es erinnert mich bei den Bildern von Patrick, die können wir kurz hier einblenden. Ja. Da gab es die gleiche Situation, gleicher Moment, aber einmal war das übertrieben warm, weil Sonnenstrahlen da waren. Einmal war das total kalt und die Hintergründe waren sehr Zyan, ja. also war super viel Zyan, super viel kaltes Blau im Haus drin. Ja. Wir haben sehr viel mit Porter geschossen. Porter ist unser Favorite-Film, gerade bei Tageslicht. Porter macht sehr schöne Skin-Tones. Wir wollten die Bilder nicht krass bearbeiten. Wir wollten natural, sehr saftige, sehr kräftige Farben. Vor allem Skin-Tones sind das Wichtigste, finde ich immer. Gerade sehr farbgetreuer Film. Wenn wir Mode fotografieren, sollten die Farben ungefähr so sein, wie die Klamotten auch sind. Vor allem, wenn man Fashion fotografiert, ist es wichtig. Das ist den Brands wichtig, das ist den Influencern wichtig und die Skin-Tones ohnehin. Ja, und was halt schön ist natürlich bei Portra ist ja nicht nur, dass der Film sehr farbgetreu ist, sondern es ist auch sehr scharf. Das heißt, ihr könnt ihn halt super benutzen für Editorials, für Print, für Internet, also für alles eigentlich. Ist ja super gut geeignet. Das ist quasi wie so ein, wie soll ich sagen, einfach wie so die Eiche, die Norm. Deshalb ist er einfach sehr geil. Gerade auch, was ich ziemlich spannend fand bei den Bildern, wo Patrick und Nick die pinken Prada-Sachen anhatten, wie gut doch dieses Pink oder Violett rauskam. Weil ich finde immer es sehr schwierig, also auch digital sind so Rottöne, Pinktöne. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich habe mal irgendwie gehört, zumindest früher, als ich im Film gearbeitet habe, dass das was damit zu tun hat, dass Kameras einfach mit Rot nicht gut klarkommen, mit dem Rot-Channel. Ja, aber ich fand es super toll, super realistisch, so wie wir es auch gedreht haben, und ich bin sehr zufrieden. Großes Dank übrigens nochmal an Male, die hat nämlich dieses Mal gefilmt und hat es, glaube ich, sehr gut gemacht. Schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Außerdem kleiner Side-Fact, 67% von euch, die die Videos gucken, sind nicht abonniert. Von daher nehmt euch ganz kurz die Zeit, drückt auf Abonnieren, das würde uns sehr viel bedeuten. Macht gerne die Glocke an, was auch immer das bedeutet. Also meine Glockennotifikation kommt zwar immer 2 Stunden später, aber immerhin. Danke fürs Zuschauen. Wie immer, wenn ihr noch Fragen an uns habt, wir wollen nächste Woche mal ein Q&A machen und euch einfach mal Fragen beantworten, die ihr an uns habt, wie wir zum Beispiel analog shooten, warum wir analog shooten, was sind unsere Lieblingsfilme, wie scannen wir Filme, was machen wir überhaupt, wer sind wir? Wenn ihr Fragen habt, schreibt die ruhig unten in die Kommentare, würden uns sehr freuen, euch Fragen zu beantworten, weil am Ende geht es ja auch darum, dass wir euch einfach mit auf unsere Journey nehmen und euch zeigen, was wir eigentlich so treiben.
Genau, wir lieben euch, wir wollen was zurückgeben, deswegen schreibt uns unsere Fragen, schreibt Samy in eine DM. Genau. Er liest jede, er beantwortet jede persönlich, auch direkt innerhalb von 20 Minuten. Ich bin auch nicht 1,60, auch wenn das viele von euch mir schon in der DM geschrieben haben. Er ist einfach nur sehr groß. Samy ist 1,62 und ich bin 1,78, wie gesagt. Du willst mich heute einfach verletzen, ne? Wir freuen uns auf euch. Nächste Woche. Bis dahin, eure Lieblingsfotografen. Ciao!